Ich habe das oft erlebt bei Kollegen, die dann größere Ateliers hatten und die immer gesagt haben, ja Mensch, du musst repräsentativ sein, wenn jemand kommt und so, dann musst du das arrangieren. Da habe ich gesagt, das interessiert mich nicht. Ich mache das doch eigentlich für mich erstmal. Ich mache das erstmal für mich, ich mache auch die Bilder für mich. Ich versuche ja auch durch die Bilder die Wirklichkeit zu begreifen, weil wenn ich das verbal könnte, würde ich keine Bilder machen. Ich glaube, dass insgesamt Berlin, auch Ostberlin, dadurch in der Zeit auch schon Sammelbecken war für viele Leute, die einfach Alternativen gesucht haben für ihr eigenes Leben. Und es war ziemlich schnell, dass man Kontakte hatte zu jungen Lyrikern, zu Malern. Jedenfalls gab es eine unheimlich breite Szene. Ich kam von der Kleinstadt sozusagen mit ziemlich engen Horizont und dann tat sich eben eine Welt auf, die sowohl im bildnerischen als auch im philosophischen Bereich eigentlich unheimlich anregend war. Es war Ende der 60er Jahre, also 67, 68 in der Zeit. Viele sind von Dresden oder von Leipzig nach Berlin gegangen, haben dann irgendwelche Wohnungen, die nicht bewohnt waren, besetzt, haben die aufgebrochen von mir aus und haben selber Schlösser eingebaut. Sowas gab es in der Zeit. Und dazu kam ich auch. Aber ich habe jetzt keine aufgebrochen, sondern ich habe einfach gefragt. Ich habe geguckt, wo was frei ist und habe dann ein paar Leute getroffen, habe mit denen Bier getrunken und dann haben die gesagt, du klingel mal da, die vermietet. Und dann habe ich hier geklingelt und dann hat die gesagt, ja, können Sie wohnen, ein Zimmer und zur Untermiete. Und da habe ich im Keller zuerst die Dunkelkammer eingerichtet. Habe die Wände irgendwie mit Tapete abgeklebt und Hartfaserplatten an die Decke gemacht und so einen kleinen Raum gemacht, damit ich da arbeiten konnte. Das heißt, ich habe angefangen mit einem Zimmer und im Laufe der Zeit sind der Rest dazugekommen. Ich möchte Möglichkeiten haben, dass ich mit dem Rechner arbeite, dass ich Bilder mir an die Wand hängen kann, dass ich das Archiv habe. Und dann natürlich jetzt, was sich stärker auswirkt, ist natürlich auch als Gesprächsort, wenn Leute kommen wegen Ausstellungen und wir Konzepte besprechen. Da ist es schon, dass man die mal auslegen kann und so. Da benutze ich dann auch manchmal das Wohnzimmer, was Verena natürlich nicht so gern sieht, dass ich dann Tisch und alles rausräume und dann lege ich da Papierbahnen unten hin und dann, damit wir mal einen Überblick haben, wenn wir Fotos auswählen oder so. Als Ort des Zurückziehens ist es unheimlich wichtig, für mich jedenfalls. Dadurch ist es ja auch nicht so groß. Aber sonst würde ich sagen, zähle ich vielleicht zu den Menschen, die sich darüber freuen, über das, was sie haben.